Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Review. Heute soll es auch einmal mehr um ein Buch gehen. Und zwar, bevor ich jetzt auf das Review eingehe, möchte ich euch erstmal folgende Frage stellen. Was haben die Filme Erin Brockovich mit Julia Roberts, Doc Hollywood mit Michael J. Fox und Fire Down Below mit Actionstar Steven Seagal gemeinsam? Alle drei Filme haben eins gemeinsam: alle drei Filme tauchen sie zumindest thematisch angeschnitten in John Grishams aktuellem Band auf, und zwar dem Roman Anklage, erschienen 2014, aktuell das aktuellste Buch, das vor ihm erschienen ist. Der Originaltitel lautet Grey Mountain und der Originaltitel gibt eigentlich eher wieder, um was es hier in diesem Buch geht. Es geht unter anderem um Grey Mountain, einen fiktiven Berg in den Bergen Virginias. Alle drei Filme, wie gesagt, tauchen hier thematisch angeschnitten auf. Doc Hollywood mit Michael J. Fox. Da handelt es sich um einen Großstadtmenschen, den es in die Wildnis verschlägt, in ein kleines Bergdorf, beziehungsweise in ein kleines Kaff, in dem Film halt entsprechend irgendwo bei Georgia oder North Carolina. Der kleine Ort heißt Grady mit G. Hier im Film verschlägt es die Protagonistin in ein kleines Kaff namens Brady mit B, allerdings in den Bergen von Virginia. Der Film Erin Brockovich mit Julia Roberts ist ja bekanntermaßen ein Öko-Thriller. Dort geht es eben darum, dass eben ein Großkonzern für die Vergiftung der Umwelt eben entsprechend verantwortlich zu zeichnen ist, worunter halt eben die Anwohner der umliegenden Dörfer entsprechend leiden. Krebserkrankungen brechen aus, die Kinder sterben, und auch dies findet man thematisch aufgegriffen hier in dem Roman Anklage. Und zu guter Letzt haben wir noch den Öko-Thriller von und mit Steven Seagal. In dem Öko-Thriller geht es um einen Kampf eben eines, ja, sagen wir, Umweltagenten gegen ein großes Unternehmen, das Giftmüll einlagert. Das Ganze halt auch im Kohlenrevier von Kentucky. Dort konnte man schon so ein wenig einen Einblick kriegen, wie eben die Bevölkerung der Kohlenarbeiter überhaupt lebt, wie sich das Ganze so einigermaßen verhält. Dies finden wir auch thematisch hier wieder in Anklage von John Grisham. Allerdings geht es hier nicht um Giftmüll, der eingelagert wird, sondern hier geht es halt eben um das Leben im Kohlenrevier, wie eben diese arme Bevölkerung lebt und wie sie vor allem halt unter der Macht der omnipotenten Konzerne leidet. Und damit sind wir halt auch beim Thema. Die ganze Geschichte, Anklage, dreht sich letztendlich um die Protagonistin, eine Anwältin aus New York City, die eben kurz nach dem Crash der Lehman Brothers vor der Wahl steht: entweder sie sitzt ganz auf der Straße und verliert ihren Job als Anwältin bei einer großen Kanzlei, oder aber sie verrichtet ein Jahr lang eine Pro-Bono-Stellung eben im Kohlenrevier von Virginia in dem kleinen Kaff Brady, und dafür entscheidet sie sich dann halt auch erstmal widerwillig. Sie ist es halt eben gewohnt, von ihrem alten Job her in einer großen Kanzlei zu arbeiten, hat dort ein kleines Büro, ist eigentlich mehr oder weniger 12 Stunden am Tag immer dabei gewesen, Akten zu wälzen. Und jetzt, eben in Brady, im Kohlenrevier von Virginia, wird sie gefordert, als Pro Bono-Anwältin sich eben für mittellose Mitbürger einzusetzen. Das Ganze halt eben, wie der Name sagt, schon unentgeltlich, und hat eben hier nichts mehr mit irgendwelchen Grundstücksmakeln zu tun, sondern hier geht es bei ihr wirklich um Ehestreitigkeiten und halt eben, das ist dann auch die Hauptgeschichte, darum, dass eben die Bevölkerung unter den Auswirkungen des Tagebaus beim Kohlebau entsprechend am Leiden ist. Hier geht es thematisch unter anderem halt auch um Staublungen und halt eben, wie bei John Grisham eben üblich, um den Kampf David gegen Goliath. Alles in allem liest sich das Buch Anklage von John Grisham wirklich sehr, sehr gut. Das Buch hier hat 510 Seiten, ist die gebundene Ausgabe, und wie man ja auch sehen konnte, die Seiten sind entsprechend etwas dicker. Das Buch kommt schon sehr dick daher, hat aber wie gesagt trotzdem nur 510 Seiten. Und von daher kann ich nur sagen, holt es euch. Es ist wirklich ein Buch, das man locker, wenn man täglich eine halbe Stunde liest, eben halt in kürzester Zeit heruntergelesen hat. Das Ganze ist auch von Anfang an sehr interessant und halt eben halt auch sehr spannend geschrieben. Es kommt natürlich halt auch ein wenig was fürs Herz vor, es kommt auch entsprechend ein bisschen Action vor,
Und alles in allem wird man halt beim Lesen dieses Buches immer wieder an die 3 genannten Filme so ein bisschen thematisch erinnert und kann halt beim Ziehen automatisch immer so ein bisschen die Parallelen ziehen. Von mir gibt es hierfür auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin schon gespannt, wer von euch Anklage von John Grisham selbst kennt. Wenn ihr es noch nicht kennen solltet, holt es euch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Aufmachung ist sehr schön. Der Umschlag ist auch, wie man sehen kann, sehr schön gestaltet. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man halt hier in der Mitte, ich ziehe es mal ein bisschen näher ran, sieht man halt ein Stück, das aussieht wie ein Stück Kohle, das unten am Glimmen ist, was eben halt auch hier die Thematik des Kohlenabbaus, und zwar Themenschwerpunkt hierbei des Tagebaus, aufgreift. Von daher ein Öko-Thriller, der aber halt eben auch wieder aus der Sicht einer Anwältin in dem Fall geschrieben ist und auf jeden Fall zu den definitiv lesenswerten Stoffen gehört. Das war es auch schon soweit zu meinem Review. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Kennt ihr das Buch selbst? Wie ist eure Meinung dazu? Kennt ihr andere Bücher von John Grisham? Und lasst uns halt ein wenig darüber austauschen. Das war's soweit. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.